Der Morelo Palace Liner auf Euro-Cargo-Basis. Er heißt 99 GSB. Ja, und wenn Sie mal 410.000 Euro gerade noch übrig haben, dann könnten Sie sich eventuell auch, ich sag mal, Eigentümer dieses neuen Fahrzeuges nennen. Hier steht ja, wir werden Ihnen mal so ein bisschen zeigen von innen, von außen, wie man denn leben und wohnen kann in einem Palace Liner 99 GSB Euro-Cargo. Ja, hier ist der Sebastian, ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, du machst Marketing hier und bist zuständig für unglaublich viele Marken und hast gesagt, ihr habt so viel zu tun, du hilfst mir so ein bisschen mal beim Klappen auf und zu machen, bist aber nicht der Morelo-Spezialist. Ich bin nicht der Morelo-Spezialist, genau, das ist sehr umfangreich, also da braucht man schon ein großes Wissen. Das ist ja, da wir aber selbst einen Morelo haben und ich vor kurzem nämlich auch einen Palace Liner gefilmt habe, allerdings auf Mercedes-Benz-Basis, kenne ich so ein bisschen, um was es geht, aber das ist nicht so schlimm. Wir wollen euch heute eigentlich mal von außen zeigen, auch mal die Unterschiede. Wir haben nämlich daneben noch einen Loft stehen, das ist wahrscheinlich ein 219er und hier sieht man schon mal den Unterschied. Er hat, ich sag mal, einen kleinen Höhenunterschied. Ich zeige es mal ganz kurz auf den technischen Daten. Es steht nämlich hier, er hat eine Gesamtlänge von, Sekunde, da ist es, von 10 Meter und 25. Er hat 2,50 Meter Gesamtbreite, was schon eine absolute Herausforderung ist, wenn man in eine Mautstelle reinfährt. Ja. Eine Gesamthöhe von 3,72 Meter, wiegt 12 Tonnen, das heißt, man braucht auch den großen Führerschein, CE. Und Hubraum von 6,7 Litern. Das heißt also, hier ist ein richtiges LKW-Fahrgestell drunter mit 279 PS. Das heißt, mit knapp 7 Litern, da brabbelt das Ding natürlich richtig toll. Und es ist wirklich viel drin. Er hat ganz wichtig die Druckluftfanfare, die oben drauf ist. Und natürlich eine Dieselstandheizung zusätzlich. Hat einen Gastank mit drin, mit Fernbefüllung an der Seitenwand, 150 Liter, die Barsitzgruppe. Und. Also wir werden uns mal einiges anschauen. Ich gucke mal ganz kurz, was hat er für eine Elektrik mit drin. Solaranlage mit 4x130 Watt, meine Herren. Und er hat das Master Power Lithium Premium Paket mit drin und eine zusätzliche Lithium-Batterie nochmal mit 160 Ampere-Stunden. Also der ist schon voll ausgestattet. Ja, da steht er jetzt. Das ist ein richtiger LKW. Das ist ein richtiger LKW, ja. Ich zeige mal gerade hier die Räder. Nur, dass man mal den Unterschied sieht, das ist ein Euro-Cargo-Rad und das ist ein Daily-Rad. Ja. Übrigens ist das Daily-Rad ungefähr genauso groß wie beim Ducato, den man ja kennt. Und ja, aber er macht schon richtig was her. Er ist groß und man sieht auch schon den Unterschied bei den Spiegeln. Also wenn man so direkt daneben steht, dann sieht man es nicht. Aber wenn ich mal ein paar Meter weiter weggehe, dann merkt man, dass der Palace Liner über den Loft einfach mal so ein bisschen drüber hinaus guckt, ja. Und ich glaube, die stehen sogar beide bündig hinten. Ich gucke mal gerade, dann sieht man die 2 Meter mehr, die er hat. Also nicht, dass der Loft jetzt klein ist, aber das ist schon ein Riesenunterschied. Sie stehen beide bündig. Also hier sieht man auch mal, der ist so groß. Der ist wirklich so groß, ja. So, Vorsicht, hier ist ein bisschen feucht. Und da oben, ja, da sieht man auch das neue Gesicht. Oben so im Liner-Look, aber Liner-Look, das ist hier untertrieben, es ist ein Liner, nämlich ein richtiger ausgewachsener Liner. So, wir zeigen mal gerade die Garage hinten drin. Das Besondere ist, da kann man reinfahren und das haben wir schön mal in einem anderen Video gezeigt. Mit den passenden Fahrzeugen, die mit dabei sind, geht es dann nochmal rein. Wir haben es eben noch getestet, er muss einmal freischalten. Ich glaube, ich habe die Verriegelung ausgemacht, ich war es schuld. Denn es gibt innen natürlich nochmal einen Knopf, dass nicht jeder da einfach auf und zu machen kann. Ein bisschen Hub nach hinten braucht man dann. Und dann summt es einmal und dann öffnet sich die Garage. Ihr wart bis gerade eben noch auf einer Promo-Aktion. Das wäre allein schon ein VW-Bus voll. Das verliert sich hier in der Garage, was hier drin ist. Und hier sind die Auffahrkeile drin. Und das passende Fahrzeug kann dann eingefahren werden. Ja, komplett. Cool. Ja, da hinten ist nochmal die Netzsteuerung mit drin von Büttner und der Notausschalter. Dort ist die Seilwinde übrigens, das kleine rote da, was dort ist. Das zieht dann das Auto später rein. An der Seite kann man dann nochmal die Räder nochmal festzurren und das Ganze natürlich in einer komplett professionellen Ausführung. Ich halte mal ganz kurz rein. Also hier wird dann geparkt. Und allein hier könnte man könnte eigentlich schon fast drin wohnen im Raum. So ist es. Aber so, wenn man mal kein Auto mitnimmt, ja, dann
kann man so den halben Hausstand mitnehmen. Und hier unten sind dann die Verzauösen mit drin. Ja, vielen Dank. Dann an der Seite, was ziemlich cool ist, mal so ein kleiner Scheinwerfer, der mit dabei ist, dass auch ordentlich ausgeleuchtet ist. Und was wichtig ist, wenn die Klappe natürlich geöffnet ist, Rückscheinwerfer, denn man möchte ja nicht, dass wenn man irgendwo steht, dann einem noch jemand hinten drauf fährt. Interessanterweise kann der natürlich noch mal ziehen. Ihr habt die Kupplung hinten dran, die ist bereits montiert. Würde ich auch empfehlen, wenn dann direkt mitbestellen. Mitbestellen, ja. Danach ist immer ein Act. Dann ist ein Act, ja. So, machen wir mal zu. Allein das Auf- und Zumachen, da können wir ein eigenes Video machen. Wie beim Targa. Das ist übrigens der Grund, warum er so groß ist. Und der Vorteil ist, wenn Sie mal zweite Reihe stehen müssen am Meer, das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn Sie sind nochmal fast einen halben Meter höher als im Loft. Das heißt, man kann, wenn man hinten drin sitzt, auch über alle Wohnwagen einfach mal drüber weggucken, wenn man denn vorne reinkommt. Denn mit 10 Meter Länge ist das nämlich so eine Sache. So, wir gucken mal ein bisschen rein. Auch hier, die Klappe hier ist nochmal zum Festzurren. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Und hier haben wir was? Gasaußensteckdose. Da ist sie mit drin, Gasaußensteckdose, 30 mA. Dann haben wir hier an der Seite, Super 8, Super B, genau. Super B aus Holland, Lithiumbatterien. Da war mal Mastervolt drin und das nenne ich ja mal ein Kabel. Was hier unten drin ist, läuft wahrscheinlich mit, guck mal gerade, die haben jetzt mit 12 Volt. 2060 Wattstunden sind drin, 160 Ampere, das heißt, hier stehen mal eben 320 Ampere. Und ich habe eben gesehen, da war noch eine zusätzliche Batterie mit drin. Und da vorne ist die Seilwinde übrigens, von der ich gerade eben gesprochen habe. Und die Hauptsicherung, die wahrscheinlich, keine Ahnung, 200, 300 Ampere hat. Sehr cool. Dann, nächstes Fach. Oh ja. Die Bordelektronik mit drin, mit direkt 2 Solarreglern mit drin. Und die Hubstützenanlage, die Sicherung dafür. Und ja, der Rest ordentlich beschriftet. FIs überall, wie das Auge reicht. Und natürlich, was ganz wichtig ist, die Markise hat natürlich ein Farb-LED mit drin. Das habe ich natürlich nicht mit drin. Die ist ja, oben ist sie integriert. Boah, ist das ein Mordsgeschoss. Die Omnistor von Thule in der größten Ausführung, die es gibt, komplett integriert. Die lassen wir jetzt mal nicht raus. Busspiegel hat er drin. Ich zeige es mal gerade. Die sehr hoch sind, die man nun wirklich braucht bei dem Fahrzeug, habe ich jetzt schon gesehen als Kameraausstattung bei LKWs. Und ja, und ordentliche Reifen. Wahnsinn. Stark. Wenn du mal so lieb bist, Sebastian, mach mal hier auf. Dass wir da mal reingucken können. Boah! Beleuchtet. Hier hat man richtig Platz. Da kann man ordentlich was reinladen, ja. Da kann man ein paar Ski reinladen. Ja. Wichtig sind aber Stühle und Tische, die man mit drin hat, wenn man sie nicht hinten reinmachen möchte. Wir gehen mal kurz rum, gucken wir uns mal da an. Ja, zweimal die Projektoren mit drin. Auch ganz schick. Und ganz wichtig natürlich das neue Designelement. Ein 3D-Logo vorne auf der Front. Ja, cool. Große Bus-LKW. Scheibenwischer, die man ja auch braucht. Denn das Schöne ist, man hat so eine richtige Panoramasicht da mit dabei und das Fahrerassistenzsystem ist hier vorne zu sehen mit Kamera. Sehr schön. Ja, Klappen, hier ist die Durchreiche, die haben wir gesehen von der anderen Seite. Das heißt, ich kann einmal durchgucken wahrscheinlich. Ist sie noch auf, die Klappe hin? Ja. Ja, jetzt kann man es richtig sehen. Hallo. Da ist es Dometic. Ich überlege gerade, was das ist. Das ist wahrscheinlich, es könnte ein Wechselrichter sein, ein kleiner. Es könnte aber auch ein Kompressor sein. Ich weiß nicht genau. Wir legen uns da mal nicht so fest. Und hier haben wir das Gasfach. Zum Gastank gibt es übrigens nochmal 2 Flaschen, weil es kann ja sein, Sie sind jetzt im Skiurlaub drin, der Gastank ist leer oder Sie haben tatsächlich mal Butan getankt, was im Winter nicht so angenehm ist. Ja, dann kommt nämlich nichts mehr raus aus dem Tank. Dann kann man 2 Flaschen nochmal integrieren. Das Ganze natürlich auch mit einer automatischen Umschalteinrichtung. Ja, und da? Fähr- und Entsorgung. Und der hat jetzt auch einen Fäkaltank mit drin. Und der hat eine Umpumpanlage, die ist oben drauf. Damit kann ich dann vom
Abwassertank in den Fäkaltank umpumpen, falls es da nicht langt. Die gute Lilly-Pumpe ist hier. Immer noch die gleiche. Kann man übrigens tauschen lassen gegen eine noch leisere, wenn einem das jetzt nicht gefällt. Und die alte Fußbodenheizung, eine 3020er, die ist ausreichend absolut für das Fahrzeug. Nächste Klappe. Ist ja wie Weihnachten hier. Außendusche. Darf auch nicht fehlen, die kann man rausziehen. Das ist übrigens sehr praktisch. Wer also jemals gesagt hat, ich brauche keine Außendusche, der sollte seine Frau fragen, denn den ganzen Sand mal abzuduschen oder überhaupt mal draußen zu duschen, also wenn man so vom Meer kommt und so weiter, mal schnell eben ruckzuck abbrausen. Sehr cool. Und ja, hier habe ich dann nochmal Stauraum ohne Ende. Hier bin ich übrigens wahrscheinlich unter dem Spülbecken, so wie es aussieht. Und man sieht auch die Verrohrung. Ich habe richtige Haushaltsrohre mit drin, HT-Rohre. Und so ist das alles auch aufgebaut. Während der Sebastian nochmal reindrückt, ist es drin. Da oben, was ist da drin? Ah, das ist die Einheit, die Toilette, die das anschließend auch zerhackt. Das heißt, also dort gilt es übrigens, großer Tipp an alle, alles, was Sie mit der Hand zerreißen können, reinmachen, aber alles, was Sie nicht mit der Hand zerreißen können, nicht reinmachen, sonst stehen Sie irgendwann mal da und sie ist tatsächlich verstopft. Man kommt aber sehr gut an die Pumpe ran und man riecht absolut nichts. Also das ist also auch ein Riesenvorteil. Ich nehme an, die hat sogar eine Sogablüftung, das werden wir gleich mal sehen, direkt am Sitz. So, und da sind wir schon wieder hinten. Dann gehen wir mal rein. Sehr cool. Also für alle, die zuschalten, wir sind tatsächlich am Bodensee bei Burmeister, im Caravan Center Bodensee und werden ihn jetzt mal betreten. Ah, die große Aufbautür, das ist die von Rhein Composite, die man einmal per Code bedienen kann und natürlich, übrigens werden diese Türen gerne bei den Feuerwehren eingebaut, da kommen sie nämlich her. Das Haupteinsatzgebiet unter anderem ist die gewerbliche Nutzung, die können Sie also tausendmal auf und zu machen, auch zuknallen, soll man natürlich nie machen. Sie wird hier ver- und entriegelt und hier oben kann ich sie dann absperren und auch ganz zumachen. Ja, Stufen, 6 Stück, wenn ich es richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. Und er hat sogar noch Schubfächer, sei mal so lieb, direkt. Hier kann ich nämlich dann die Schuhe reinmachen, die dreckigen. Oder ich sag mal, jemand, der so ein Fahrzeug fährt, hat ja keine dreckigen Schuhe. Nee, natürlich nicht. So, an der Seite ist der zentrale Staubsaugeranschluss. Das muss man auch mal gesehen haben. Was übrigens sehr, sehr praktisch ist. Da kann man ihn einstecken und hat ein langes Kabel mit dabei, kann Staubsaugen. Hier hat man die Schalteinheiten mit dabei, das Einfahren der Treppe, das Leveling-System von E&P und ja, direkt mal Schalterkomponenten, dass ich einschalten kann und natürlich ein Riesenspiegel mit dabei, dass ich mich selbst also nochmal vom Rausgehen angucken kann. Gehen wir mal rein. Ich selbst war noch gar nicht drin. Weißes Leder, sehr hell. Ich muss auch sagen, so ein heller Boden macht den Raum unglaublich groß. Ja. Zusätzlich nochmal, ich habe auch genau den gleichen Boden drin. War aber eher Zufall, weil meiner kam so. Und dann nochmal eine passive Beleuchtung direkt über dem Heki. Cool. So. Ansonsten alles sehr ähnlich gegenüber allen anderen Morelos. Da bleibt sich Morelo treu. Bis auf die Fahrerposition. Da muss man wirklich mal sagen, also wir stehen jetzt wirklich so gute, ja, gefühlte 3 Meter über Grund. Am Boden, ja. Also man kann sehen, ich kann also jetzt bei dem Morelo hier, bei dem Loft, kann ich fast aufs Dach gucken. Und hier sieht man auch, also wir sind nochmal einen guten Meter über dem Loft drüber. Hier sieht man also auch nochmal die Proportionen. Die Fenster sind elektrisch, das ist also auch ganz schick. Und die kann ich also auch die Beifahrerseite elektrisch öffnen. Wenn man alleine fährt, ist das ganz praktisch. Und er hat schon viel Platz. Also ich muss schon sagen, im Vergleich zu dem Loft, also ich darf ja nicht, ich sag mal, zu viel schimpfen, aber es geht immer noch eine Stufe größer. Allerdings muss man auch sagen, mit 10 Meter Länge, da muss man erstmal Parkplatz finden. Das ist halt 2 Meter länger. Dafür habe ich aber auch ein Auto dabei. Kann das also auch mitnehmen. Ja, kleiner Nachteil ist, hier vorne ist die Busbremse mit drin. Das ist sehr cool. Und hier ist die Hebe- und Senkeinrichtung, die ab Werk kommt. Ja, es ist ein richtiger LKW-Aufbau. Und da ist der Motor drunter mit Öffnungsklappe. Ja, hier ist der Tisch. Er hat 3
Fahrersitze, sage ich jetzt mal, also 3 Möglichkeiten, Komfortmöglichkeiten, mich dann auch anzuschnallen. Das heißt, ich könnte das dann auch optimal nutzen, wenn ich eine Konferenz habe oder das auch mal nutze, um mal Leute einzuladen. Auch den Fahrersitz kann man drehen und habe dann hier die Sitzgruppe mit dabei, auf der ich mich auch nochmal flitzen kann. Ich guck mal gerade, es ist so flach hier. Hier könnte der Fernseher drin sein. Können wir gleich mal gucken. Sebastian, guck mal gerade. Ich muss zu seiner Verteidigung sagen, er ist kein Morelo-Spezialist. Ich habe ich mir ausgeliehen, weil da ist er. Anschalten. Multimedia ein. Da ist er. Aber jetzt mal ganz ehrlich, er hätte auch auf der anderen Seite sein können. Natürlich, ja. Das finde ich uns sehr gelungen, denn man kann jetzt nämlich von dem Sitz auch gucken und von dem anderen aus. Und es ist ein 32 Zoll Alphatronics. Der ist schon ein gutes Stück größer wie meiner. Aber das ist auch zu Recht so. Ja, große Küche. Das ist sehr angenehm, wenn du mal so liebes Thema aufmachst. Alles ist komplett eben. Und ja, auf Wunsch kann man sich das übrigens auch wechseln lassen gegen ein Induktionskochfeld. Das geht auch. Allerdings hat Gas immer den Vorteil, wenn ich viel koche, geht halt nicht so sehr auf die Energie und ist sehr, sehr effizient. Auch hier 2 Spülfelder mit drin. Übrigens die Oberfläche nahezu unkaputtbar. Sie können gerne mal meinen Sohn fragen. Ich habe die gleiche Oberfläche. Die Kaffeemaschine ist auf der linken Seite mit drin. Ja, man hat auch viel mehr Platz hier. Hier ist nochmal der Ablüfter elektrisch, dass ich das machen kann. Und jetzt sieht man natürlich schon deutlich den Unterschied in der Größe, wenn ich nur mal hier durchgucke. Das ist schon King Size, oder? Das ist King Size, ja. Auch das Bett. So, hier haben wir den Kühlschrank, der auch von beiden Seiten zu öffnen ist. Das zeigen wir mal ganz kurz. Dometic, den gibt es aber auch in anderen Morelos. Sehr, sehr praktisch, gute Erfindung. Einmal von der Seite, das ist unten, geht vollautomatisch. Und das gleiche gilt dann auch fürs obere Fach. Und hier kann ich dann meine Cola oder mein Eis, kann ich dann ganz bequem von beiden Seiten rausholen. Oben noch ein Grill. Aber hier gibt es auch verschiedene Ausstattungen auf Wunsch. Und ganz wichtig, mach nochmal bitte alles zu. Hier haben wir nämlich so Apothekerschränke mit drin, die man einfach rausziehen kann. Ah, da jetzt nicht, da ist ein Kleiderschrank. Guck mal gerade. Der übrigens wahlweise mit Stange ist oder mit Fächern bestückt. Der hier ist jetzt mit beiden bestückt. Die kann man aber tauschen. Und hier ist ein Apothekerschrank und ein zweiter. Da kann man zum Beispiel Weinflaschen lagern. Eigentlich sollte man die relativ schnell auffüllen, denn die eine hält die andere. Kann ich aus Erfahrung sagen. So, und Kleiderschränke übrigens gibt es noch viel mehr, denn ich habe Platz im Auto, aber wir machen erstmal kurz mal hier auf. Hier kann man übrigens noch eine Spülmaschine nachrüsten, wenn man das dann möchte. Da ist eine drin, ich habe es doch gewusst. Also wer so ein Auto kauft und der braucht eine Spülmaschine. Übrigens, wenn einer sagt, naja, brauche ich nicht, man kann das, ich sag mal, das Geschirr kann man auch dort lagern. Das machen ja viele auch. Das heißt, sie gehen dorthin und ich kann viel mehr Geschirr mitnehmen, weil ich kann es komplett dort stapeln, bis die Maschine voll ist, räume es einfach ein. Es soll schon viele Streitfälle gegeben haben, da ging es nur ums Abwaschen. Und ich glaube, das Thema ist dann durch, aber die ist riesig. Die ist von, ich zeige es mal gerade, den Namen habe ich noch nie gehört, Fischer und Paykel steht drauf. Also für die Leute, die es interessiert, klingt unglaublich amerikanisch und kommt auch wahrscheinlich daher, denn dort hat eigentlich jedes Wohnmobil eine Spülmaschine mit drin. Das heißt, Lieb, mach nochmal zu. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ist da drin? Wahrscheinlich das Mülltrennsystem. Ja, sogar mit mehreren Fächern mit drin. Und dann auf der rechten Seite das Besteck zum Rausnehmen. Die kann man übrigens auch auflassen, denn tagsüber, wenn ich es nicht brauche. Toll. Und oben nochmal für die langen Sachen. Wenn du mal so lieb bist, hier mal so einen Schrank aufmachst, als Beispiel. Das Fach meinte ich unten. Und das ist nämlich jetzt auch geschlossen. Sehr schick. Danke. Die Klimaanlage von Dometic. Das könnte eine 3.2 sein. Ich gucke mal gerade. Oder eine 2.2. Aber ich gucke mal gerade, ob eine zweite mit drin ist. Ne, es ist eine mit drin. Nur eine. Aber ich denke, man kann eins von den Fenstern zur Not noch umrüsten. Vorteil von 2 ist, es läuft etwas leiser. Also die eine muss ich dann nicht so abmühen. Und hier habe ich dann richtig Platz, um mich dann zu duschen, zu baden. Habe dann 2 Türen, die ich zumachen kann. Das wird der Sebastian mal gerade machen. Wenn ich beide übrigens zugemacht habe, dann höre ich von vorne gar nichts mehr.
Klack zu. Vielen Dank. Und hier, was ziemlich cool ist, da ist jetzt nochmal so, es sieht wirklich original aus, als wäre es so Feinsteinzeug, aber es ist wahrscheinlich keins, aus Gewichtsgründen, aber es ist so wie Sandstein und eine echt große Dusche, Sebastian. Die ist sehr groß. Da haben viele fast wieder heim, ja. Eine tolle große Dusche mit drin und da ist es aus Keramik mit Festtanktoilette. Ja, die Fenster aus Echtglas natürlich, da sind sie mit drin und hier oben kann ich noch ein bisschen was verstauen, wenn du mal Sleepless da mal aufmachst. Kann man immer wissen, was könnte man da reinmachen. Da würde ich das Wertvollste reinmachen in der Corona-Zeit, das Klopapier. Das Klopapier. Ja. Nass und trocken. Der Handtuchhalter darf natürlich nicht fehlen. Und wie bei allen Morelos, das Klopapier ist beheizt. Direkt über dem Handtuch. Und hier habe ich die Schiffstechnik von Dometic mit drin. Und das ist Originaltechnik, die wirklich auch in Schiffen verbaut wird und sie funktioniert. Das kann man sagen. Klingt übrigens so ein bisschen wie im Flugzeug, wenn man abspült. Da ist das große Bett. Echt groß. Okay, dafür ist er auch 10 Meter lang und war ein bisschen teurer wie unser Sendermobil. Hier ist es mit drin. Ich nehme mal an, das hier ist eine Doppeltür. Mach mal auf. Zu. Ja, mit Spiegel. Und hier kann der Herr des Hauses sich dann einmal komplett betrachten. Mach nochmal auf, bitte. Dann zeige ich mal gerade, was mich interessiert, ist da in diesem Fach, was könnte man da reinmachen? Schuhe. Die Hausschuhe des Herrn. Hausschuhe. Oder Socken. Socken. So, ich steige mal kurz rein, denn selbst im hinteren Bereich kann ich noch, wenn ich mich ein bisschen bücke, noch stehen. Das ist eigentlich auch ganz toll. Und habe hier den Fernseher, wo ich dann meine tollen Lieblingsserien gucken kann. Und natürlich auch hier den Sternenhimmel. Ganze auch mit indirekter Beleuchtung. Und den Zierkissenpaket von Morelo, was auch nicht fehlen darf. Ich habe mich das letzte Mal darüber lustig gemacht. Ich nehme es zurück. Ich finde die Zierkissen ganz toll. Und hier vorne habe ich dann ein ganz großes Waschbecken mit viel Ablageplatz. Übrigens dahinter hin beim Spiegel, sei mal so lieb, mach mal auf. Da kann man was verstauen. Zack. Und oh ja, die Tiefe ist viel tiefer wie bei mir. Die ist nämlich viel flacher bei mir. Da habe ich nochmal eine 230 Volt Steckdose mit drin. Und hier, was ist da dahinter? Ein großer Kleiderschrank. Und der Safe, der natürlich nicht fehlen darf. Übrigens liefert Morelo immer dieses Päckchen damit. Da sind alle Bedienungsanleitungen mit drin. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal aufmachst, dass man das mal sieht. Das hat einen Grund, warum die Tasche so groß ist. Nämlich alles, was in dem Auto verbaut ist, hat nämlich eine Bedienungsanleitung mit drin. Von der Aufbautür bis irgendwas anderes. Ich halte mal weiter weg, weil da Zahlen draufstehen, die wollen wir nicht filmen. Aber das Ding ist voll mit Bedienungsanleitungen, wer denn die Lust hat. Übergabe übrigens bei euch, bei so einem Fahrzeug, sollte man so 1-2 Tage mal mitbringen, oder? Auf jeden Fall. Also da wird mit Sicherheit ein kompletter Tag wird mit dem Kunden dann das Fahrzeug eingewiesen. Je nachdem, wie der Kenntnisstand ist natürlich. Und beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es länger. Wenn ich jetzt mal ein bisschen länger stehen muss, ich kann ja auch mal stehen über Nacht einmal. Sie können auf jeden Fall hier eine Nacht übernachten und gibt Am nächsten Tag geht es dann weiter. Genau, Ja. dann geht es weiter. Super. Also hier habe ich das. Dort würde ich auch noch mal gerne reinschauen. Sei mal so nett. Dass man mal sieht, wie groß alles ist. Oh ja. Und das Ganze ist dann ganz unten oder dort, ja. Groß. Also da kriege ich meinen Föhn rein, mein Glätteisen. Also ich habe keins mehr. Ich habe auch keine Haare mehr. Aber ja, alles sehr geräumig. Ich überlege gerade, was habe ich vergessen? Hier habe ich noch ein großes Fenster mit drin. Und hier habe ich noch einen Schrank. Genau. Schränke sind immer wichtig. Frauen lieben es, etwas aufhängen zu können. Und dort hinten habe ich dann nochmal Schränke. Und auf der anderen Seite hier habe ich nochmal einen Kleiderschrank mit drin. Also hier kannst du dann wirklich auf große Reise gehen. Ich habe nur einen einzigen Kleiderschrank in unserem 78 FX. Das ist mir manchmal schon ein bisschen zu klein. Aber dafür ist er halt nur 7,99 €. Ja, große Stufe mit dabei. Ist jetzt nicht mehr so ganz barrierefrei. Allerdings muss man auch sagen, es gibt Zusatzeinrichtungen dort. Kann man sogar Rollstühle mit einbauen, habe ich schon gesehen. Also ist alles möglich, wenn man das möchte. Sebastian, ich gucke mal auf die Uhr, 24 Minuten und 32. Wie sieht denn das aus, wenn Leute hierher kommen und gar keine Ahnung haben? Ihr habt jetzt ganz viele Marken. Wie viele Marken? Was habt ihr alles an Marken? Also wir haben an Marken natürlich Morelo als erstes, dann haben wir Karthago, wir haben Knaus, wir haben Pössl, wir haben Hümer,
wir haben Weinsberg, wir haben Fendt, wir haben eigentlich so ziemlich alle Nummer 1 Marken. Die Qual der Wahl, wie geht ihr damit um? Wenn ein Kunde jetzt reinkommt und sagt, ich habe keine Ahnung. Das heißt, der könnte ja hier im Prinzip 3-4 Wochen verweilen, sich alle Autos angucken. Ja, man macht natürlich eine Analyse, was für einen Kunden wichtig ist und dann findet man eigentlich schon relativ schnell so das passende Produkt. Oft, ich habe eben mal kurz zugehört, als wir gerade auf dich gewartet hatten kurz, die Frage wird immer gestellt, wie lange man denn steht. Ob man denn oft reist oder ob man auch schon mal eine Woche steht. Warum wird die Frage gestellt? Warum wird die Frage gestellt, ist eine gute Frage. Es ist die Batterie wahrscheinlich. Das heißt, du bist ziemlich aufgeregt. Erstes Video, gell? Ja, erstes Video. Du kommst ja aus dem Marketing, ich verstehe. Ja, wir hatten im Vorfeld, da konntest du mir alles sagen, kaum war die Kamera an, warst du so aufgeregt. Ja, das ist normal. Ist normal, ist nicht so schlimm. Also Standzeit, das heißt, ihr habt so Checkfragen, die Verkäufer dann durchgehen. Genau. Ihr habt unglaublich viele Leute im Verkauf, aber es macht Sinn, einen Termin zu machen, oder? Es macht auf jeden Fall mittlerweile einen Sinn, einen Termin zu machen, weil klar, die Fragen werden immer umfangreicher und der Kunde hat natürlich dann dementsprechend viele Fragen, die man nicht in einer Stunde beantworten kann und deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, einen Termin zu machen. Sehr schön. Sebastian, wir gehen nochmal raus. Danach, du bist erlöst, aber vorher zeigen wir nochmal das Bedienpanel. Das Wichtigste hier im Auto. Auch hier habe ich ein Touchpanel, wenn du mal so lieb bist, mal irgendwo drauf drückst. Ich hoffe, das Auto explodiert nicht. Das war Multimedia aus. Das hat man eben angemacht, um den Fernseher rauf und runter zu fahren. Und dann habe ich noch einen zentralen Schalter. Und oben habe ich die Sattanlage mit drin, vollautomatisch. Die alte Fußbodenheizung mit drin, die haben wir eben gesehen. Und ja, von Büttner das komplette Management der Batterie inklusive dem Solarregler und allen drum und dran. Ja, hier nochmal ein großer Spiegel beim Rausgehen, hatte ich anfangs erwähnt. Da sind noch für die Jacken, also ich würde hier nichts aufhängen, weil das wäre mir dann, aber er ist da zumindest mal. Das Leveling System ist hier vorne. Gehen wir mal raus, machen Abmoderation. Dann haben wir den nämlich auch mal auf Euro-Cargo-Basis mal gefilmt. Den Palace Liner. Da oben steht er. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz die Ausstattung, dass ihr das seht bei dem Fahrzeug. Also Grundpreis sind 313.900 und der Listenpreis hier von dem Fahrzeug, wie er ausgestattet ist, 410.280 Euro. 10,25 Meter, 2,50 Meter hoch und 3,72 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Übrigens, bitte üben. Also wenn ihr einmal in eine Mautstelle reinfahrt, ja, die sind, glaube ich, 2,60 Meter breit. Man hat ja noch 5 Zentimeter an jeder Seite. Es geht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, üben. Das ist spannend. Ja, vielen, vielen Dank, Sebastian. Wenn du mir kurz noch sagst, wo ihr seid am Bodensee. Wir sind am Bodensee, das nennt sich Bodmann-Ludwigshafen und wir sind der Ortsteil Ludwigshafen. Ist schon, wenn man das so sieht, noch nie am Bodensee war. Der Bodensee ist ganz schön lang und man kann nicht so schnell fahren am Bodensee, oder? Das heißt also, oft sind Staus da, weil ich sag mal, es geht durch die Dörfer durch ein bisschen. Ja, das geht eigentlich. Also schlimmer ist, wenn man von Stuttgart runterfährt an den Bodensee. Da muss man öfters stehen. Stimmt. Ja, vielen Dank, Sebastian. Sehr gerne. Und ja, wenn auch Sie mal Lust haben, wir sind tatsächlich bei Burmeister und ja, da ist er, der Palace Liner 99 GSB Euro Cargo auf Iveco-Basis. Danke. Tschüss.